Moin Agents! Ihr seid auf der Suche nach einem geilen Tankbild, ihr wollt aber dennoch gut Schaden austeilen, dann seid ihr bei mir genau richtig. Ich zeige euch heute ein cooles Tankbild, mit dem ihr nahezu 1,7 Millionen Rüstung habt, 190% Crit-Schaden austeilt und dennoch 60% Crit-Chance habt. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze genau aussieht, bleibt dran. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, gerne auch ein Abo für den Kanal, um keinen weiteren Content rund um Division 2 zu verpassen. Wenn ihr das Bild mal länger in Action sehen wollt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Kommen wir nun zum Bild. Wir fangen an mit der Spezialisierung. Wir haben die Firewall-Spezialisierung dabei. Großer Vorteil hier ist das Schild, über dem wir innerhalb Umkreis von 10 Metern Bonusschaden bei den Gegnern machen. Das kriegen wir nur in dieser Spezialisierung. Das ist der Hauptgrund, warum wir die spielen. Weiterer Vorteil ist das Talent Feurige Reaktion. Und sollten wir hier einmal die Rüstung komplett verlieren, dann fängt der Gegner, der direkt neben uns steht, das Brennen an. Das bringt uns die nötige Zeit, um uns entweder zu heilen oder den Gegner zu killen. Weiter geht's mit der Hauptwaffe. Wir spielen die Scorpio. Meiner Meinung nach eine richtig geniale Close-Range-Waffe. Und was die genau kann, das schauen wir uns jetzt kurz an. Bei den Stats haben wir natürlich 15% Schrotflintenschaden, 12% Rüstungsschaden und 10% Schaden durch kritische Treffer. Das Besondere an der Waffe ist jedoch das Talent. Wir bekommen verschiedene Boni, je nachdem wie oft wir einen Gegner treffen. Bei einem Schuss bekommt der Gegner einen Giftstatus. Bei 3 Schüssen verschwommene Sicht, 6 Schüssen wird er geschockt und ab 7 nimmt das Ziel 20% mehr des ursprünglichen Schadens, egal woher der kommt, ob der von uns kommt oder von euren Teammates. Das ist das Geniale an dieser Waffe. Zum einen könnt ihr die Gegner durch die Statuseffekte daran hindern, dass ihr Schaden nehmt, und zum anderen bekommen Gegner, die richtig viel Schaden einstecken, ab dem 7. Schuss nochmal mehr. Die Wahl der Zweitwaffe steht euch relativ frei. Ich nutze in meinem Fall eine M1A Classic mit Bumerang. Ihr könnt hier aber auch andere Waffen eurer Wahl nutzen. Das steht euch ziemlich frei. Kommen wir nun zum Aufbau des restlichen Builds. Wir haben ein Teil Cheska, haben den Memento-Rucksack, ein Teil Badger Tough, ein Teil Gruppo Sombra und 2 improvisierte Teile. Wie ihr das Ganze auch noch anders aufbauen könnt, das erkläre ich euch später. Jetzt schauen wir uns die Teile einfach kurz im Detail an. Die Cheska Maske gibt uns 10% Chance auf kritische Treffer über den Brandset. Wir haben hier bei diesem Teil 15% Waffenschaden. Das ist übrigens auch das einzige Teil außer Memento Rucksack, wo wir 15% Waffenschaden haben.
Wir haben Schaden durch kritische Treffer, Chance durch kritische Treffer und einen Schaden durch kritische Treffer Mod. Diese Stats hier haben wir auf jedem unserer Ausrüstungsteile, denn nur so kommen wir auch auf unsere 60% Crit-Chance und nahezu der 190% Crit-Schaden. Der Rucksack ist der Memento. Auch hier haben wir in dem Fall 15% Waffenschaden, 170.000 Rüstung und einen Fertigkeitenrang. Das sind die Teile, mit denen er immer kommt. Zusätzlich haben wir hier einen 12% Schaden durch Crit-Mod. Ich erkläre nochmal kurz für alle, die nicht wissen, was er macht. Sobald ihr einen Gegner killt, lässt dieser einen Token fallen. Wenn ihr das aufsammelt, gibt es zwei verschiedene Boni. Einmal einen Langzeitbonus, der uns für jede aufgesammelte Trophäe bis zu 300 Sekunden lang plus 1% Waffenschaden, plus 1% Fertigkeiteneffizienz und plus 0,1% Rüstungsregeneration gibt. Das Ganze ist bis zu 30 mal stapelbar, sprich im Maximal zum Beispiel 30% mehr Waffenschaden. Zusätzlich kriegen wir aber noch einen Kurzzeitbonus. Dieser gilt 10 Sekunden lang und richtet sich danach, wie viel Kernattribute wir haben. Bei unserem Bild sprechen wir hier von 2 mal 5% Waffenschaden. Wir haben 5 mal 10% Bonusrüstung, sprich bis zu 50% Bonusrüstung und einmal 5% Fertigkeitenschaden, die wir hier allerdings nicht nutzen. Als Weste haben wir eine Badger Tough, die gibt uns 10% Schrotflintenschaden. Als Kernattribut haben wir hier, wie bei allen weiteren Teilen, Rüstung. Außerdem haben wir Chance auf Crit, Schaden durch Crit und ebenfalls den Schaden durch Crit Mod. Als Talent nutzen wir Einschüchternd. Einschüchtern gibt uns, sobald wir eine Bonusrüstung haben, 35% mehr Waffenschaden bei allen Gegnern im Umkreis von 10 Metern. Hier haben wir die perfekte Synergie mit dem Memento Rucksack. Wir kriegen ja über diesen 50% Bonusrüstung nach einem Kill und wir hatten vorhin schon das Thema mit der Spezialisierung. Wir kriegen hier übers Schild auch im Umkreis von 10 Metern nochmal mehr Schaden. Dieses Talent ist auch einer der Hauptgründe, warum wir hier so viel Schaden austeilen, zusätzlich zu den ganzen Crit-Stats. Als Handschuh nutzen wir einen improvisierten Handschuh. Dieser hat als Kernattribut ebenfalls Rüstung und als weitere Attribute wieder mal Crit-Schaden, Crit-Chance und Crit-Schaden-Mod. Für alle, die nicht wissen, was die improvisierten Handschuhe oder improvisierten Teile im Allgemeinen machen. Wir haben hier, wie ihr seht, einen Mod-Slot mit dabei. Den haben wir normalerweise bei keinem Handschuh, bei keinem Holster und bei keinem Knieschoner. Im Regelfall bei jedem normalen Brandset haben wir dafür irgendeinen Brandset-Boni. Als Beispiel vom Knieschoner haben wir hier bei einem Gruppo Sombra 15% Schaden durch kritische Treffer. Ebenso wie beispielsweise bei der Maske hatten wir die 10% Chance durch kritische Treffer. Die beiden Brandsets sind natürlich genial für unser Bild. Allerdings gibt es für dieses Bild keine weiteren Brandset-Boni, die hier richtig Sinn machen. Deswegen nutzen wir zwei improvisierte Teile in Form von Handschuh und Holster. Bei beiden haben wir die zusätzlichen Modplätze, die uns in dem Fall eben bis zu 12% zusätzlichen Crit-Schaden geben. Bleiben wir gleich beim Holster. Auch hier haben wir wieder ein improvisiertes Holster, ebenfalls mit Kernattribut Rüstung, Crit-Chance, Crit-Schaden und nochmal Crit-Schaden. Wie schon kurz gezeigt, ist unser Knieschoner ein Gruppo Sombra, durch den kriegen wir 15% Crit-Schaden. Als Kernattribut nutzen wir ebenfalls Rüstung und die weiteren Attribute Crit-Chance und Crit-Schaden. Wichtig beim Aufbau von dem Bild ist, dass natürlich einmal der Memento Rucksack genommen wird, dass auf der Brust das Talent einschüchternd ist. Wichtig ist, dass ihr ein Jeska-Teil, ein Badger Tough und ein Gruppo Sombra-Teil nutzt. Fix ist auch, dass eins davon die Maske sein muss und eins davon die Weste, weil wir hier bei beiden Teilen schon die Mod-Slots haben. Dementsprechend müssen die improvisierten Teile entweder der Handschuh, der Holster oder der Knieschoner sein. Kommen wir nun zu den Fertigkeiten. Wir haben einmal das Stürmerschild und das ist genau das Wichtige, das wir ja nur über die Feuerwand-Spezialisierung bekommen. Hier kriegen wir einen zusätzlichen Schaden. Wir haben dafür auch nochmal einen Mod mit Schadensbonus 1% pro Gegner. Wir haben einen weiteren Mod mit Schadensbonus 5% pro Gegner und wir haben 8% Aktivregeneration. Insgesamt kriegen wir hier 13% mehr Schaden pro Gegner, der in Reichweite von 10 Metern steht. Außerdem haben wir bei dem Schild über 4,6 Millionen Lebenspunkte. Das Ganze erreichen wir eben über unsere vielen Rüstungsstats. Der Schild-Fertigkeitenrang geht einmal über die Fertigkeitenattribute, aber auch über die Rüstungsattribute nach oben. Da wir bei diesem Bild einmal Fertigkeitenrang über Memento haben, plus 5 weitere Rüstungsregenerationen, kommen wir eben hier auf den maximalen Fertigkeitenrang 6.
Dadurch bekommen wir hier 60% Aktivregeneration, 250% Schild-Lebensenergie, 40% Regeneration im Holster und plus 2% Steigerungsgrad. Das sorgt auch für die plus 13% Schaden bei Gegnern im Umkreis von 10 Meter. Als zweiten Skill haben wir in dem Bild den Wiederbeleber-Drohnenstock dabei. Als Mods haben wir plus 10% Lebensenergie, haben plus 9,2% Wiederbeleberrüstung und haben plus 5% Reichweite. Auch der profitiert über den einen Fertigkeitenrang vom Memento. Dementsprechend haben wir hier plus eine Ladung, plus 10% Wiederleber, Rüstungsreparatur, plus 5% Reichweite, 5% Drohnengeschwindigkeit und 70% Lebensenergie. Kommen wir nun zu den Werten des gesamten Builds. Wir haben hier in dieser Konfiguration 812.000 Waffenschaden für die Scorpio Shotgun, haben 60% Crit-Chance. In meinem Fall haben wir hier 189,9% Schaden durch kritische Treffer. Wer gut aufgepasst hat, dem ist schon aufgefallen, dass mir leider ein 12% Mod fehlt. Also hier die 0,1% auf 190 sind durchaus noch drin. Wir haben 65% Kopfschaden, 12% Rüstungsschaden. Trotz der guten Crit-Stats haben wir dennoch über 1,6 Millionen Rüstung. Wir haben 337.000 Lebensenergie und bekommen nach jedem Kill roundabout 100.000 Lebensenergie durch Kills zurück. Mit dem Bild könnt ihr easy heroisch spielen, egal ob allein oder in der Gruppe. Und auch legendär stellt kein allzu großes Problem dar, wie ihr im Gameplay sehen könnt. Wichtig bei dem Bild ist, dass ihr regelmäßig Kills macht. Es bringt hier nichts, irgendwie passiv zu spielen, hinter euren Teammates sich zu verstecken. Ihr müsst an der Front sein. Ihr seid die Frontschweine. Holt euch die Kills, holt euch die Tokens für Memento, holt euch die Bonusrüstung fürs Einschüchtern. So kriegt ihr richtig guten Schaden raus. Und durch die 4,6 Millionen Schild-Lebensenergie seid ihr auch nochmal richtig tanky. Passt allerdings auf, sobald das Schild einmal weg ist, ihr habt zwar noch roundabout 1,7 Millionen Rüstung, die sind allerdings dann relativ schnell weggeschossen, zumindest auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich hoffe, das Bild hat euch gefallen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und falls ihr mich mal live erleben wollt, schaut gerne auf Twitch rein. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren. Macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao.